In der Godot Engine 4.4 wird es möglich sein, alle drei unterstützten Arten von Audio, OGG Vorbis, Wave und MP3 dynamisch zur Laufzeit zu laden mit nur einer einzigen Zeile Code. Bis Godot 4.3 gab es das nur für OGG Vorbis. Jetzt in der Godot Engine 4.4 kommt mit Development Snapshot 6 der Support für dynamisches Laden von Wave-Dateien. Und die Implementierung für MP3-Dateien ist bereits im Gange und die kommt dann in Development Snapshot 7 oder in den Betas zur 4.4. Was hat sich geändert? Wie musst du es nutzen und wie klappt's in GDScript und in C#? Ich zeig's dir in der heutigen Folge. Ich bin der Truly Most Wanted und das ist ein Godot 4.4 Feature in wenigen Minuten erklärt. Lass du sehr gerne einen Daumen nach oben, damit es dir gefallen sollte, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest und schreib mir deine Fragen und Feedback sehr gerne in die Kommentare. Und schon gucken wir rein. Für dieses Projekt nutze ich eine einfache Node mit einem angehangenen Skript zum Laden von Wave-Dateien und diese referenziert einen Audio-Stream-Player, der dann eben die geladene Datei abspielen soll. Bevor ich dir erkläre, wie das im Code funktioniert, eine wichtige Sache. Du musst einmal gesehen haben, welche Import-Einstellungen es für Audiodateien gibt. Wenn wir hier unten im Projekt eine Datei auswählen und dann hier oben beim Scene-Tab auf Import wechseln, haben wir hier eine Reihe von Optionen für Wave-Dateien. Ob wir die als 8-Bit importieren wollen, Mono oder Stereo, mit einer maximalen Rate und dann eben wie viel Hertz, 44.100, 48.000, die Zahlen kennst du eventuell schon. Wir haben hier unten die Möglichkeit zum Beschneiden, zum Normalisieren, ob der Track sich irgendwie wiederholen soll, vorwärts, rückwärts oder im Ping-Pong-Modus und ob dieses Audio auch komprimiert werden soll. Mit Quite OK Audio, QoA, wir haben PCM oder IMA, ADPCM. Schauen wir zuerst in GDScript rein. Ich habe hier eine Klasse gebaut, die einen Audio-Stream-Player nutzt, um eine Audiodatei abzuspielen. Und hier unten drei Funktionen von der Vergangenheit eben 4.0 bis 4.3, der aktuelle Snapshot Development Snapshot 6 und die Zukunft eben Development Snapshot 7 oder in den Betas. Und wir fangen mal hier oben an. In der Vergangenheit war es so in Godot, dass wir nur Support hatten für Audio Stream OGG Vorbis, was zumindest das dynamische Laden zur Laufzeit anging. Dort gab es eine Methode namens Load from File, die eben aus einer Datei alle Infos rausgeladen hatte. Oder ein zweiter Weg war, mit dem File Access Objekt alle Infos an der Datei, alle Bytes herauszulesen als ein Array und dieses Array dann zu nutzen über die Load from Buffer Methode hier unten. Jetzt mit Development Snapshot 6 wird das hier erweitert, denn wir können jetzt einen Dateipfad nutzen hier und wir haben gerade eben die Import-Optionen gesehen. Für Wave-Dateien können wir jetzt ein neues Dictionary anlegen und dort alle Import-Optionen, die wir in der Engine hier links im Import-Inspektor treffen würden, dort angeben. Maximale Rate nutzen, normalisieren, Loop-Modus, Komprimierung, Mono oder Stereo und 8-Bit-Modus. Das können wir hier eintragen und dann ist es genau wie vorher. Wir nutzen jetzt die AudioStream-Wave-Klasse und sagen dort einfach Load from File mit dem Dateipfad und den Optionen. Und das gleiche auch auf dem zweiten Wege, indem wir per File Access alle Bytes einer Datei lesen und dann auch dort über Load from Buffer eben dieses Byte Array mit den Optionen laden. Danach wollen wir das Ganze einfach hier in einen Audio-Stream-Player packen und abspielen. Und in der Zukunft, eben in Development Snapshot 7 oder in den Betas, kommt auch der Support für Audio-Stream MP3. Da habe ich schon im Quellcode gesehen, das Ganze ist schon verfügbar. Es muss nur ein Update kommen, eben wahrscheinlich Development Snapshot 7. Und dann können wir auch hier sagen Load from File oder eben hier unten Load from Buffer. In C# haben wir hier die gleiche Logik. Beginnen wir in der Vergangenheit einmal bei Godot 4.0 bis 4.3. Dort konnten wir bisher über die Audio-Stream OGG Vorbis mit Load from File und Load from Buffer eben ganze Audio-Stream-Dateien hereinladen für OGG. Jetzt mit Development Snapshot 6 kriegen wir auch die Option hier mit einem Dateipfad und auch dem Dictionary von Optionen hier die ganzen Import-Einstellungen zu nutzen und dann im Audio-Stream Wave das Load from File aufzurufen mit dem Dateipfad alleine oder auch zusätzlich den Import-Optionen. Die hier können aber auch weggelassen werden, wie ihr seht.
Ihr müsst also nicht unbedingt das riesige Dictionary nutzen, aber wenn ihr lieber sicher gehen wollt, die richtigen Einstellungen zu treffen, würde ich das hier immer angeben. Und hier unten das gleiche nochmal mit Load from Buffer eben aus einem Byte Array herausladen, das ist derselbe Weg. Und in Zukunft, wie gesagt, kommt auch der Support für MP3-Dateien. Und zwar in der Form hier für C#, und zwar mit Load from File hier oben oder eben Load from Buffer. Wollen wir das Ganze doch mal testen. Wir haben hier oben eine Node, da haben wir unser GD-Skript oder auch unser C#-Skript einfach dran angehangen. Wir starten die aktuelle Szene, Godot startet und dann hören wir einen Ton, denn das ist der Sound, den ich gerade laden wollte von meiner M-Festplatte. Und das ist der Beweis, es funktioniert. Zwei Sachen sind noch ganz wichtig zu diesem Video. Das erste ist, da das Ganze sehr frisch ist, gibt es noch keine Dokumentation und das Video ist deine beste Doku. Falls du dich aber fragst, wie du selbst nach solchen Sachen suchen kannst, dann musst du folgenden Weg gehen. Schau in dem aktuellen Update-Post immer nach Links wie hier unten dem GH 93831. Das ist ein GitHub-Issue. Dahinter haben wir hierbei dann das Feature eben für Runtime File Loading für Audio Stream Wave Dateien. Hier oben ist der Bereich Dateien geändert und da können wir dann auch sehen, welche Dateien betroffen sind und was dort drin gemacht wurde. Und wenn wir eine Datei auswählen, dann können wir auch dort reingehen und uns die Datei anzeigen lassen. Und dann sehen wir hier eben das Load from Buffer eben aus dem Audio Stream Wave. Und jetzt habe ich geschaut, hier oben gibt es ein Dictionary, eben die P-Options. Wo wird das Ganze genutzt? Wo taucht es hier auf? Und zum Beispiel hier unten haben wir P-Options Edit / Loop Mode. Da haben wir den ersten Parameter. Und das geht dann so immer weiter nach unten durch im Quellcode, bis wir eben alle Sachen zusammen hatten. Deswegen kam ich auch drauf, dass wir hier in C# und in GD-Script eben genau diese Parameter, wie sie hier stehen, brauchen. Und wenn du wissen möchtest, wie die Implementierung vom dynamischen MP3-Laden bereits ist, musst du bei diesem Issue hier nur nach unten scrollen komplett und du findest hier verschiedene Referenzen, nämlich dieses Issue wurde in anderen bereits genannt und hier haben wir auch unter anderem hier unten Add Audio Stream MP3 Load from File, Load from Buffer und dieses GitHub-Issue hier hat unter anderem hier auch noch den Status Open. Aber ganz interessant ist, es gibt bereits einen Commit in den Master Branch der Godot Engine, 14 geänderte Dateien, es hat bereits die Checks durchgeführt und ein Reviewer hat das Ganze bereits abgesegnet. Jedoch fehlt noch ein weiterer Review auf dem Audio Branch hier unten. Und wenn alle Changes approved wurden, das Ganze genehmigt wird, dann wird auch dieses GitHub-Issue hier auf Merged gesetzt und das Feature ist im Development Snapshot 7 oder spätestens in der Beta mit drinne. Also es ist sehr bald da, dann haben wir komplett dynamisches Audioladen. Und das war's dann auch für dieses Video. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen und gefallen. Wenn ja, lass gerne einen Like da, abonniere, wenn du mehr sehen willst. Feedback und Fragen gerne in die Kommentare posten und sonst auf den Discord kommen oder im Livestream vorbeischauen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye, tschüss.